Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, also wie ihr jetzt gerade sehen könnt, heute mal in Kurzfassung. Ich möchte euch nämlich ja, das hier heute mal zeigen. Und zwar ist das meine, meine neueste Kreation von meinen 3D-Druckartikeln. Dieses Set wird es auch heute auf jeden Fall, ja, ich denke mal, allerspätestens heute Abend wird es diese in meinem Online-Shop ja, zu ergattern sein. Und ich wollte sie euch auf jeden Fall vorher nochmal vorgestellt haben. Ja, und zwar sind das diese wunderschönen Ornamente, Bilderrahmen. Also man kann sie ja wirklich vielseitig benutzen. Ne? Also wie ihr seht, auch in so einem schönen geschnörkelten Design. Diese waren natürlich vorher in weiß, natürlich. Aber da ich mit diesem hier tatsächlich jetzt auch schon etwas in Planung habe, nämlich für mein nächstes Junk Journal, habe ich dieses jetzt bereits in Gold angemalt. So Leute, und das ist nämlich auch das Schöne an diesen 3D-Produkten. Ja, also alle 3D-Produkte, die ihr bei mir im Online-Shop kaufen könnt, könnt ihr auch mit Acrylfarbe anmalen. Ja, wirklich ohne Probleme. Klar, ihr braucht vielleicht anstatt nur ein Strich, ist ja kein Papier, das ist ja wirklich ja, wie so ja, Plastik, was aber wirklich rein biologisch und auch biologisch abbaubar ist. Ich kann euch gerne mal einen Link unten in der Infobox auch verlinken, dass PLA wirklich biologisch abbaubar ist. Das ist nichts Schlimmes, nichts Chemisches oder. Und vielleicht, also für diejenigen, für die es wirklich wichtig ist, ja, bezüglich wegen Plastik und. Aber sowas, also ganz ehrlich, wer schmeißt sowas auch schon in den Müll? Ne? Also sonst würde ich mir auch gar nicht die Mühe machen, ne? Und diese euch vorstellen, unter anderem auch in meinem Online-Shop anbieten. Ich persönlich habe sie jetzt hier mit der goldenen Farbe von Stylex angemalt und habe, ich glaube, 3-mal darüber gestrichen, bis es wirklich jetzt so im Endeffekt aussieht. Ja, und wie ihr seht, es nimmt die Farbe wirklich wunderbar auf. Ja, also ihr seht jetzt hinten zum Beispiel, ist noch alles weiß. Das brauche ich auch jetzt nicht. Also für mein Junk Journal werde ich das nicht anmalen brauchen. Aber der eine oder andere kann, wenn er möchte, das ja auch hier hinten anmalen und bemalen. Na, also ich werde dieses hier, werde ich definitiv für mein Buchcover benutzen. Ja, also ja, im Endeffekt Buchcover könnt ihr euch ja alle vorstellen. Ich werde ein schönes Bild im Hintergrund reinmachen oder dran machen und den geschnörkelten Rahmen dann da drauf kleben. Dieses könnt ihr natürlich mit Heißkleber machen, mit Sekundenkleber oder halt mit doppelseitigem Klebeband, weil wie ihr seht, sind ja sehr breit, ne, die Auflageflächen sozusagen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, um dieses schöne Stück wirklich auch auf dem Buch anzubringen. Wie ihr seht, das habe ich jetzt gerade noch nicht angemalt. Das ist eine kleinere Fassung und auch ohne diese verschnörkelten. Natürlich könnt ihr auch anmalen, das ist ja auch alles gar kein Problem. Ist ja jedem selbst überlassen eigentlich. Ich werde das auf jeden Fall auch noch Gold anmalen. Und ja, ich hoffe, euch gefallen diese. Ich werde euch die auch jetzt sehr gerne noch mal in Weiß präsentieren. Also das kleine, das kennt ihr bereits in Weiß. Und zwar habe ich das hier vorhin für meine Mama angefertigt. Weil als meine Mama gesehen hat, was ich hier konstruiert habe mit dem 3D-Drucker, da war sie schon wirklich hin und weg und sagte nur noch zu mir, boah Becky, darf ich auch eins haben? Und liebe Leute, ihr wisst ja ganz genau, ich bin ja so, ich würde mir niemals Geld von meiner Mama verlangen. Und habe ihr deswegen auch
direkt im Doppelpack welche fertig gemacht. Was ich wohl dazu sagen muss, ihr werdet jetzt einen kleinen Unterschied sehen. Ja, bei mir, ich werde das mal ganz einfach erklären. Und zwar, ich setze das ja hier vielleicht. Hier ist es ja heller, wie ihr es alle sehen könnt. Das ist eine Stützstruktur. Ja, die Stützstruktur, die wird dann sozusagen mit in dem Druck sozusagen mit hineingedruckt, wenn zum Beispiel etwas schwebend wäre. Ja, das kann ich euch hier jetzt am besten zeigen. Wie ihr seht, das sind ja zwei verschiedene Ebenen. So, und wenn das dann so auf der Platte liegt, auf der 3D-Druckplatte, dann ist ja das hier hinter, ist ja schwebend. Klar, und kein Drucker kann natürlich schwebend drucken. So was gibt es leider noch nicht. So, und wenn ich diese aber so rumdrucken würde, dann hätte ich hier alles voll mit Stützstrukturen, was ich nie wieder, also was man niemals abkriegen könnte. Versteht ihr? So, und an manchen ist es natürlich einfacher zu entfernen, bei den anderen aber auch schwieriger. Ja, das hier war jetzt zum Beispiel ganz einfach gewesen. Hier habe ich ja immer ganz kurzfassig habe ich immer die Stützstruktur entfernen können. Das funktioniert jedoch auch nicht immer und deswegen werden sie definitiv nicht in diesem Design, wo die Stützstruktur abgemacht wurde von mir, sondern in diesem Design werden sie zu euch nach Hause kommen. Ja, weil, wie ich ja gerade schon sagte, bei den einen geht es super einfach, bei den anderen super schwer. Und bevor das nachher wirklich, ja, bevor der ganze Druck nachher komplett kaputt ist und ja, das wieder Verschwendung an Filament gewesen ist, werde ich das direkt so lassen. Also wie ihr seht, es ist gar kein Unterschied zu sehen, ne? Vor allen Dingen von vorne nicht. So, und hinten, das ist doch eigentlich scheißegal, ne? Weil von hinten guckt man sich kein Bilderrahmen oder kein Ornament an. Versteht ihr? So, und hier bei diesen habt ihr definitiv auch den Vorteil, da habt ihr eine viel größere Fläche zum Festkleben. Ne? Hierbei wird meine Mama, ja, ich denke mal, dass sie keine Probleme damit haben wird. Ne? Also die Fläche, die ist ja trotzdem jetzt groß genug. Aber sie hat halt nicht so eine große Ablagefläche an, was sie bekleben kann sozusagen, wie bei dem hier jetzt. Ne? Ja, also, ne, also wie ihr einmal seht, diese wunderschönen Ornamente. Nein, ist kein Porzellan, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Das geht nicht so schnell kaputt. Das darf auch ruhig mal irgendwie hinfallen. Das geht nicht kaputt. Genauso wenig, das geht auch nicht kaputt so schnell. Außer man würde mit Gewalt irgendwie zerbrechen oder so. Aber wer macht das denn schon? Ne? Ja, aber mich würde mal interessieren, wie diese hier findet. Ich werde es auf jeden Fall jetzt gleich noch ins Internet reinsetzen. Werde auch direkt mal einen Link von diesen wunderschönen Ornamenten unten mit hinzufügen, damit ihr nicht erst durch meinen Online-Shop durchscrollen müsst. Wer das natürlich möchte, wer noch kleine Weihnachtsgeschenke braucht oder kleine Weihnachtsaccessoires, die dürfen natürlich auch mal bei mir im Online-Shop stöbern kommen. Jeder, der etwas bei mir auf einem Online-Shop kauft, bekommt einmal ein 5%iger Rabattgutschein. Ja, wie gesagt, den werde ich einmal jetzt gleich unten in der Infobox verlinken. Gebt den Gutscheincode einfach in den Warenkorb ein, auf Anwenden drücken und dann werden die 5% Rabatt auch abgezogen. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, also vielleicht waren auch schon einige bei mir auf dem Online-Shop und haben gemerkt, dass man bei mir via PayPal bezahlen kann. Ich habe es mittlerweile auch so einstellen können, dass man, glaube ich, sogar mit SEPA bezahlen kann. Weil man hatte mich öfter mal angeschrieben gehabt, dass diejenigen keinen PayPal haben. Macht aber nichts. Per SEPA geht das ja natürlich auch. Ja.
So, aber da ich jetzt sowieso einmal schon mal dran bin, also liebe Mama, diese zwei hübschen sind übrigens für dich. Ja, ich hoffe, du freust dich darüber und kannst auf jeden Fall auch was Cooles daraus basteln. Aber da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass du auf jeden Fall was richtig Cooles daraus machst. Das hier, wie gesagt, wird für mein Junk Journal. Das wird auch noch Gold angestrichen oder vielleicht sogar Silber. Mal schauen, irgendwas mache ich schon daraus. Dann werde ich einmal mein Blatt auf Seite legen. Tu die mal ganz gut verstauen. So, und zwar habe ich euch diese ja versprochen. Boah, liebe Leute, es tut mir so schrecklich leid. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, diese wirklich mal auf einen Online-Shop reinzustellen. Dieses wird aber auf jeden Fall auch jetzt gleich noch geschehen. Das verspreche ich euch jetzt nun wirklich zu 100.000%. Nur in der letzten Woche kamen immer so viele Bestellungen an, dass ich erstmal die ganzen Bestellungen wirklich abarbeiten musste. Und deswegen kam ich leider nicht dazu. Na, aber wie ihr sie ja auch schon von meinen Harry Potter, ja, jetzt habe ich das gesagt, egal, von meiner Zaubererschule Buch kennt, habe ich ja diese Buchecken, habe ich ja vorne auf dem Cover drauf geklebt. Hatte diese aber mit, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, irgendwas mit Inka Gold. Genau. Hatte diese einfach damit angemalt oder beziehungsweise mit dem Finger. Finde ich sogar teilweise geht manchmal besser, weil man dann wirklich in jeden Rillen reinkommt. Aber danach sieht dann halt aus wie ein, ja, wie die Kussel. Habe sie dann angemalt und auf den Buchecken drauf geklebt. Diese werden jetzt auch ab heute Abend auf jeden Fall in meinem Online-Shop als nicht nur als 4er-Pack, sondern direkt als 8er-Pack sozusagen in meinem Online-Shop erscheinen. Ja, diese werdet ihr dann spätestens heute Abend auch in meinem Online-Shop finden. Ansonsten werde ich diesen auch einfach mal unten in der Infobox verlinken. So, dann habe ich etwas konstruiert. Das wird definitiv für jeden Weihnachtsjunkie was sein. Und ich könnte darauf wetten, dass jeder von euch hier ein bisschen Weihnachtsjunkie ist. Genauso wie ich natürlich. Und zwar, ja, die seht ihr jetzt gerade leider nicht so wirklich. Ich hoffe, das sieht man jetzt so besser. Und zwar sind das kleine Wichtel. Ja, diese hängen dann richtig süß am Weihnachtsbaum. Ja, das sind wirklich Weihnachtsbaumanhänger. Diese wird es auch einmal in meinem Online-Shop später geben. Diese könnt ihr natürlich anmalen, wie ihr sie gerne möchtet. Hier mit der dicken Nase, total süß, ne? Und ich werde mir die auch jetzt gleich anmalen. Werde davon natürlich auch noch ein paar Fotos machen und auch in den Online-Shop reinsetzen. Damit ihr auch seht, wie sie im ausgemalten Zustand aussehen. Und ja, wie gesagt, diese werdet ihr dann später auch einmal als 4er-Pack in meinem Online-Shop finden. Dazu findet ihr auch wieder einen Link in der Infobox. Zudem würde mich auch mal interessieren, wie ihr so meine Artikel bisher findet, die ich selber konstruiere. Den jungen Mann, den muss ich wohl auch noch ausmalen oder anmalen, eher gesagt. Ihr kennt den bestimmt alle, oder? Das ist ein wunderschöner, süßer Baum. Vor allen Dingen mit diesem, ja, wir rocken Zeichen. Diesen gibt es übrigens auch in meinem Online-Shop. Falls ihr jemanden kennt, der natürlich total auf sowas steht, vor allen Dingen, ich glaube, sehr viele Gamer, ja, stehen ja total darauf. Ja, vor allen Dingen diese Struktur ist ja wunderschön, ne? Vor allen Dingen die Poporitze. Ne, also, die Struktur ist wunderschön geworden. Ich werde ihn jetzt gleich noch anmalen. Werde dazu auch noch mal ein Foto machen und das auch in den Online-Shop rein verlinken. Weil jetzt gerade habe ich ihn tatsächlich nur so weiß im Online-Shop. Und ich werde auf jeden Fall noch gucken, dass ich das so schnell wie möglich anmale. Und ja, den dann auch bunt sozusagen nochmal präsentiere im Online-Shop.
So, meine Lieben, also wie ihr merkt, das Video, das war heute sehr, sehr kurz. Ich wollte euch nur noch mal meine neuen Produkte zeigen. Falls ihr Interesse an den Produkten habt, entweder hier wirklich an diesen Buchecken im Achterpack oder halt an diesen wunderschönen Ornamenten, dann schaut doch einmal auf meinen Online-Shop vorbei. Ich werde euch gleich auf jeden Fall noch den 5% Rabattcode unten in der Infobox verlinken, damit ihr auch alle ein bisschen sparen könnt. Vor allen Dingen jetzt oder gerade jetzigen Zeit, dann Weihnachtssaison und, ist man ja wirklich froh, wenn man jeden Cent sparen kann. Und 5% sind dann doch schon eine ganze Menge, ne? Je nachdem, für wie viel man sich dann doch noch was aussucht. Oder. Und natürlich die süßen Wichtel dazu. Ja, alles klar, meine Lieben. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Macht es gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.